Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch mal gern ein paar Tipps geben, damit ihr eure Insel schöner in Hypixel Skyblock gestalten könnt. Angefangen bei den rein dekorativen Blöcken, welche wir bereits in Minecraft haben, sehen wir schnell, dass wir in der Version 1.8.9 nicht ganz so viele dekorative Items haben, da wir dort beispielsweise nur Blumentöpfe, Teppiche oder Bilder haben, welche rein der Dekoration dienen. Wobei man auch mit den genannten Teppichen bereits einiges machen kann, denn so ist zum Beispiel möglich, auch fliegende Teppiche zu erzeugen, wenn man die Teppiche auf einer Blume platziert und dann den Erdblock unter der Blume wegmacht. Nur darf man dann keinen Block mehr neben den Teppich setzen, da ansonsten der Teppich wieder nach unten fällt. Je nachdem wie kreativ ihr seid, könnt ihr aber auch aus normalen Blöcken schöne Deko bauen. So habe ich es hier einmal versucht, mit Treppenstufen, Trichtern und Ambossen dekorative Elemente zu bauen, welche ihr nutzen könnt, um eure Insel insgesamt interessanter zu gestalten. Ein weiteres dekoratives Item, welches so im normalen Minecraft auch gibt, ist der Bilderrahmen, in welchen ihr Items legen könnt. Dabei könnt ihr entweder mehrere Bilderrahmen dicht beieinander anordnen, um so ein Muster zu erzeugen mit den Items in dem Bilderrahmen. Aber für den Bilderrahmen gibt es auch noch einen Trick, der es uns möglich macht, mehrere Bilderrahmen ineinander zu platzieren, um verschiedene Muster in einem Bilderrahmen zu erzeugen, wie ich es hier einmal dargestellt habe. Dafür muss man die Bilderrahmen an einen Zaun platzieren und sich dann in die Bilderrahmen hineinstellen und versuchen, die Items hineinzuklicken. Um die Items dann zu rotieren, muss man auch wieder im Bilderrahmen stehen und versuchen, das richtige Item dabei zu erwischen, um die gewünschte Form der Items zu erreichen. Leider ist es in Hypixel Skyblock aber nicht möglich, Map Art zu erstellen, denn wenn man eine Map craftet, ist diese nur leer, sobald man sie in die Hand nimmt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem die Karte in den Bilderrahmen packen, denn dann habt ihr einen Bilderrahmen, welcher über den ganzen Block geht und vielleicht kann das ja auch jemand als Deko gebrauchen. Als Ersatz für die Map Art bietet uns Hypixel Skyblock immerhin noch die Möglichkeit, Sprays zu verwenden, welche ähnlich wie Map Art sind, nur leider sind diese halt an einen Rang gebunden und je höher euer Rang ist, desto mehr Auswahl habt ihr hier. Diese Sprays können dann entweder als Deko genutzt werden oder als informative Schilder, da es hier beispielsweise auch Pfeile gibt oder auch Beschriftungen zum Beispiel für verschiedene Minions. Leider ist es momentan nicht mehr möglich, Köder als Deko zu platzieren, aber immerhin könnt ihr noch die Schneekanone hinplatzieren, wenn ihr beispielsweise euch selber einen Schneemann bauen wollt. Natürlich habt ihr in Hypixel Skyblock neben den normalen Minecraft-Blöcken auch noch die Möbel, die durch das Carpentry Skill hinzugefügt werden, welches aber leider an einen Rang gebunden ist, da ihr ansonsten das Skill nur bis Level 3 leveln könnt und nicht wirklich viele Möbel freischaltet. Das Tolle an den Möbeln ist, dass sie nicht direkt auf den Blöcken platziert werden, so ist es möglich, die Möbel so anzuordnen, dass sich ganz gute Kombinationen ergeben, wie ich es hier einmal versucht habe mit der Harfe und dem Minion auf dem Stuhl. Wenn ihr dennoch möchtet, dass ein Möbelstück möglichst zentral auf einem Block sitzt, müsst ihr beim Platzieren des Möbelstücks darauf achten, wo euer Fadenkreuz liegt, denn dabei solltet ihr so mittig wie auf einem Block zielen. Je nach Resource Pack könnt ihr dabei auch auf die einzelnen Pixel auf dem Block achten, um das Möbelstück so zentral wie möglich zu platzieren. Wo wir gerade hier den Minion mit der Harfe hatten, könnt ihr natürlich Minions auch verwenden, um beispielsweise einen Boden zu bauen, bei welchem das Wasser immer wieder an- und ausgeht. Oder was auch noch möglich wäre mit Minions ist, beispielsweise eine Disco, in der die Lichter immer wieder an- und ausgehen, indem ihr Leuchtfeuer nutzt, welche durch die Blöcke von den Minions geblockt werden und dann wieder nicht mehr geblockt werden. Oder ihr nutzt die Minions, um etwas Leben auf eure Insel zu bringen, um euch nicht ganz so allein auf der Insel zu fühlen. Dafür solltet ihr aber die Minions am besten auf Stühle setzen, um möglichst keine Minion-Slots zu verbrauchen und da ihr ansonsten über eure ganze Insel laufen müsstet, um die Minions einzusammeln, wenn sie Ressourcen farmen. Ihr habt aber auch noch weitere Möglichkeiten, eure Insel etwas belebter zu gestalten, entweder indem ihr Jerry verwendet, zum Beispiel als König eurer Insel oder als Gefangener, aber auch Trainings-Dummies bieten sich an, die Insel belebter zu gestalten, wobei ihr bei den Dummies vorsichtig sein müsst mit dem Platzieren, da mir schon bereits einige Dummies weggebackt sind, nachdem ich sie platziert hatte. Und wenn euch Jerry und die Dummies immer noch nicht reichen, könnt ihr natürlich auch Rüstungsständer verwenden oder ihr versucht selber aus Blöcken etwas Menschenähnliches zu bauen, um eure Insel belebter zu gestalten. Gerade in Skyblock bietet es sich an, fliegende Inseln zu bauen und dort könnt ihr dann die Ränder der Inseln etwas interessanter gestalten, indem ihr Ranken verwendet. Jedoch würde ich jedem empfehlen, zu verhindern, dass die Ranken zu weit nach unten wachsen, da es dann auch nicht mehr schön aussieht, wenn die Ranken bis zur Baugrenze wachsen. Um das Wachstum der Ranken zu verhindern, könnte man beispielsweise Feen platzieren, da man diese in dem Standard Resource Pack nicht so deutlich sieht. Wenn ihr auf eurer Insel Farm habt, könnt ihr sie entweder dort bauen, wo man sie nicht sieht und sie nur über ein Teleport-Pad erreicht, oder man baut eine hübsche Ummantelung drum, damit sie von außen auch gut anzusehen sind. Oder ihr baut die Farm selber schon sehr dekorativ, wobei dann meistens das Abfarmen der jeweiligen Farm erschwert wird.
Bei den Farmen würde sich zum Beispiel bei einem Mobgrinder anbieten, den ihr mit einem Minion betreibt, einen Turm drumherum zu bauen, und dort könnt ihr ganz entspannt die Sachen sammeln, ohne dass jemand sieht, dass ihr dort die ganze Zeit Schweine tötet. Oder was auch noch möglich wäre, dass ihr für jede Minion-Art einen extra Bereich baut, sodass ihr dann beispielsweise für den Fisch-Minion eine extra Seenlandschaft baut oder für die ganzen Erz-Minions eine Mine baut, in der die dann platziert werden und ihre Ressourcen farmen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei eurer Insel darauf achtet, dass sie gut aussieht oder ob ihr eure Insel nur so effektiv wie möglich gestaltet. Und in der Infobox habe ich euch heute mal ein Video verlinkt, in dem ich euch zeige, wie ihr euer Carpentry Skill schnell leveln könnt, um mehr Möbel freizuschalten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.